Die Klimakrise ist nicht nur eine Bedrohung. Sie ist gesamt gesehen eine Chance, um einen gesünderen, grüneren und sauberen Planeten zu schaffen, wovon wir alle profitieren. Wir müssen diese Gelegenheit ergreifen, um sowohl beim ökologischen Schutz als auch bei der technologischen Entwicklung eine Win-Win-Situation zu erzielen. Die Klimakrise zu bekämpfen, wird Innovation, Zusammenarbeit und Willensstärke brauchen, um die Änderung zu schaffen, die die Welt braucht. Wir müssen den Worten Taten folgen lassen, und wenn wir das gemeinsam tun, schaffen wir das auch. Woran könnten wir Menschen denken, wenn wir den Klimawandel sehen? Ich denke an Arbeitsplätze, grüne Arbeitsplätze. Wir müssen einen fließenden Übergang in eine CO2-sparsame Wirtschaft finden. Es gibt keinen Planet B, es gibt keinen Planet bla, bla bla bla, bla bla bla. Es geht nicht um teures, politisch korrektes Aufführen einer Show oder bla bla bla, netto null in 2025, 2050, bla bla bla, klimaneutral, bla bla bla. Das ist es, was wir von unseren sogenannten AnführerInnen hören. Worte. Worte, die so toll klingen, aber bisher zu keinen Handlungen geführt haben. Unsere Hoffnungen und Träume versinken in ihren leeren Worten und Versprechungen. Natürlich brauchen wir konstruktiven Dialog, aber sie haben jetzt 30 Jahre gefüllt mit bla bla bla. Und wo hat uns das hingeführt? Über 50% von all unseren CO2-Emissionen wurden erst seit 1990 ausgestoßen und sogar ein Drittel seit 2005. All das, während die Medien davon berichtet haben, was die Politik sagt, anstatt zu berichten, was sie tatsächlich tut. Und sie machen die Entscheidenden nicht verantwortlich für ihre Handlungen oder besser unterlassene Handlungen. Versteht mich nicht falsch, wir können es noch schaffen. Veränderung ist nicht nur möglich, sondern dringend notwendig. Aber nicht, wenn wir so weitermachen, wie wir es heute tun. Solange wir Fairness und geschichtliche Verantwortung ignorieren und wir nicht den Verbrauch an importierten Gütern und die Verbrennung von Biomasse und so weiter beachten. Und solange clevere Buchhaltung einer der effizientesten Wege für uns ist, Emissionen zu reduzieren, werden wir damit nirgendwo hinkommen. Natürlich ist die Klimakrise nur ein Symptom einer viel größeren Krise, der Nachhaltigkeitskrise, der sozialen Krise, einer Krise der Ungleichheit, die zurückgeht auf die Zeit der Kolonialisierung und weit darüber hinaus. Einer Krise, die auf der Idee basiert, dass manche Menschen mehr wert sind als andere und sich dadurch das Recht herausnehmen, die Ressourcen und das Land von anderen zu stehlen und auszubeuten. Und es ist sehr naiv anzunehmen, dass wir diese Krise lösen können, ohne uns mit ihren Wurzeln zu konfrontieren. Aktuell gehen wir gemeinsam immer schneller in die falsche Richtung. Und nach einem neuen Bericht der UN wird erwartet, dass die weltweiten Emissionen bis 2030 im Vergleich zu dem Level von 2010 um 16% steigen werden. Sie laden einzeln verlesene junge KlimaaktivistInnen zu Treffen ein, um so tun zu können, als würden sie uns zuhören. Das tun sie aber nicht. Sie hören eindeutig nicht auf uns und das haben sie auch nie getan. Da wir die technologischen Lösungen noch nicht haben, die alleine einen vergleichbaren Effekt erzielen könnten, bedeutet das, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Wir können es nicht länger allein den Machthabenden überlassen, zu entscheiden, was möglich ist und was nicht. Wir können nicht länger zulassen, dass die Machthabenden entscheiden, was Hoffnung ist. Hoffnung ist nicht passiv. Hoffnung ist nicht bla bla bla. Hoffnung ist, die Wahrheit zu sagen. Hoffnung ist zu handeln. Und Hoffnung kommt immer von den Menschen. Habt ihr verstanden? What do we want?